Was hat es mit der ECE-Norm auf sich? Wie ist die Verarbeitungsqualität? 2 Jethelme für die Stadt, aber sie sollen nicht so dick auftragen, das ist mir ganz wichtig, so die Pilzkopfgeschichte, diese Murmel auf dem Kopf, das mag ich überhaupt nicht. Ich brauche für meine BMW R90 Pure, ja, für die schönen Sommertage, und ihr seht ja, das Wetter ist hervorragend, ja, mal neben meinem Integralhelm einen Jethelm, einfach um durch die Stadt zu cruisen. Da habe ich mir 2 ausgesucht, einmal den Joey JO und von Bennett die Premium Line, beides im Grau. Und ich will einfach mal wissen, wie sind die beiden Helme, was hat es mit der ECE-Norm auf sich, wie ist die Verarbeitungsqualität. Ich werde die Helme mitnehmen und Fahrtest machen, Windgeräusche, wie windempfindlich sind sie, und einfach mal die Helme durchchecken. All das jetzt. Nummer 1, der Bennett, ein Jet Premium Line Jethelm, so nennt sich das Ganze. Preis 109 € und als Extra habe ich mir bestellt 2 Mini-Visiere, klar und getönt, für 19,95 €. Wir steigen gleich ein und holen den kleinen Kerl mal raus. Also als allererstes haben wir hier die Visiere. Das sind sogenannte Steckvisiere, die werden in den Helm hineingesteckt, einmal getönt und einmal in klar. Dann der Helm an sich in einem kleinen Beutel. Der Hersteller sagt reine Baumwolle. Und ein Helm ohne ECE-Norm, aber dafür halt sehr klein. Was ist noch im Karton? Ein kleines Booklet, sehr klein. Das ist wahrscheinlich die Bedienungsanleitung. Und ein Windschild, das man hier oben anklappen kann. Das also der Lieferumfang des Bennett-Helms. Zu dem Bennett-Helm kann man sagen, er hat eine Fiberglasschale. Die Farbe, die ich jetzt hier habe, nennt sich Mattgrau und er ist erhältlich in den Größen von XS, also das ist eine 53, 54 bis XXL, das ist die 63. Das Innenfutter ist schwarz, fühlt sich sehr weich an. Der Bennett Jet Premium Line hat keine ECE-Zulassung, aber eine Zulassung für Deutschland. Nummer 2 habe ich mir ausgewählt von Shoei, japanischer Helmhersteller, und zwar der sogenannte Shoei JO. Auf mit dem Karton. Die obligatorische Bedienungsanleitung mit 2 Aufklebern JO. Dann haben wir hier den Helm an sich. Na, kommst du raus? Na, sag mal. Der will nicht. Ja? Zack und zack. Und befreien wir den Kerl gleich mal. Und da ist der Helm. Ansonsten ein Klappvisier, Quatsch, ein Steckvisier, wie beim Bennett ist hier nötig. Der Joey hat eine Besonderheit, der hat nämlich ein integriertes Visier, was man in 3 Stufen einstellen kann. Also wir haben vom Lieferumfang den obligatorischen Helmbeutel, Bedienungsanleitung und den Helm. Extra ist, wie gesagt, dieses integrierte klare Visier, was kratzfest sein soll und besonders innovativ, denn das Visier kann hier in die Helmschale eingeschoben werden in 3 verschiedenen Stellungen. Der Preis 339 € für einen Jethelm, eine ganze Menge Geld, aber halt ja, qualitativ hochwertig und er hat die ECE-Norm. Das Material, das Joey hier für den Helm nimmt, ist
AIM, organische Fasern und Multicomposite-Faser in 5 Lagen. Und das soll besonders stoßabsorbierend sein, die Helmschale, und nennt sich AIM. Die Farbe, die ich hier ausgewählt habe, ist grau und die Größen, ähnlich wie beim Bandit, sind XS 53, 54 bis XXL 63. Das Besondere, es gibt 3 Helmschalengrößen und auch hier ist das Innenfutter schwarz, aber auch noch anti-allergisch, sagt zumindest der Hersteller. Das Innenfutter in dem Fall hier ist herausnehmbar und waschbar. Das Gewicht liegt bei ca. 1000 Gramm und er hat die ECE 2205 Zulassung. Der Helm ist ein absoluter Klassiker. Die schmale Außenschale vermeidet den berüchtigten Pilzkopf. Das hatte ich ja schon gesagt. Er ist wirklich klein gebaut und man sieht damit nicht aus wie mit einer dicken Murmel am Kopf. Das Innenfutter ist aus 95% Baumwolle hergestellt und sehr angenehm und flauschig. Mit der Premium-Linie knüpft Bandit an den Erfolg der Helme an, die das Unternehmen zum Jubiläum 20 Jahre Bandit Helmets präsentiert hatte. Und daraus wurden 8 neue Jet-Helme entwickelt mit 8 neuen Farben und wir haben jetzt die Version in Grau hier. Für viele Biker ist der größte Nachteil des Helms die fehlende ECE-Prüfnorm. Denn die ECE-Prüfnorm, die ist in Europa nämlich verbindlich. Das heißt, sie ist in vielen Ländern der EU für Motorradhelme im Straßenverkehr sogar vorgeschrieben. Das heißt, fahrt ihr in Urlaub mit dem Helm irgendwie in ein europäisches Land, werdet angehalten und die bekommt es mit, dass das Ding keine ECE-Norm hat, habt ihr ein Problem. In Deutschland ist der Helm auch ohne ECE-Norm zugelassen. Da gibt es den Paragraph 21a der Straßenverkehrsordnung. Ja, klar ist, wer wirklich schön sein will, muss auf die ECE-Norm verzichten, denn die Bandit-Helme mit ECE-Norm sind schon etwas voluminöser. Etwas zum Shoei. Das Unternehmen widmet sich seit 1958 der Entwicklung von Helmen. Das hat mal angefangen mit Schutzhelmen im Baubereich. Und Shoei fertigt sämtliche Helme und Einzelteile in Japan. Darum sind die Helme halt auch durchweg von einer sehr guten Qualität. Seit der Gründung der Firma wurden alle Helme in Japan entwickelt und hergestellt, obwohl sie weltweit verkauft werden. Shoei war Mitte der 1970er Jahre einer der ersten Hersteller von leichten Helmen aus kohlenstoff-wasserverstärktem Kunststoff. Ja, ich habe beide Helme natürlich auch auf meiner R9T Probe gefahren und eins schon vorweg, die Unterschiede sind riesengroß. Testfahrt 1 mit dem Shoei JO, der Helm lässt sich sehr gut aufsetzen und sitzt wirklich gut und fest, aber nicht unbequem auf dem Kopf. Windgeräusche halten sich für einen Jethelm echt in Grenzen. Das Visier, welches ja in 3 Stellungen einstellbar ist, reduziert Windverwirbelungen effektiv. Natürlich, und das ist der Bauart geschuldet, können Verwirbelungen nicht gänzlich eliminiert werden. Auch beim Drehen des Helms, also mal nach rechts oder nach links, beziehungsweise wenn man den Kopf nach rechts oder links dreht, halten sich störende Geräusche in Grenzen. Der Wind ist also nicht das Riesenproblem. Der JO, ein edler Jethelm zu einem relativ hohen Preis, aber qualitativ eben auch auf sehr, sehr hohem Niveau. Die gesamte Verarbeitung des Shoei kann auf ganzer Linie überzeugen. Die Lackqualität ist erste Sahne, die Polster machen einen hervorragenden Eindruck und fühlen sich sehr wertig an. Nun der Bandit Jet Premium Line. Hier ist das Motto tatsächlich: Wer schön sein will, muss leiden. Der ganze Helm macht einen filigranen, nicht ganz so robusten Eindruck. Jede Drehbewegung des Kopfs wird beantwortet mit stärkeren Windgeräuschen. Man bekommt die Luftverwirbelung, wenn man seinen Kopf dreht, also wirklich mit, und das resultiert dann halt in einem höheren Geräuschpegel. Das Visier hält den Wind aber eigentlich ordentlich ab. Und eins muss man natürlich immer sagen: Der Bandit kostet gerade mal ein Drittel des Shoei und besticht halt durch seine kompakte Bauform und das tolle, nicht pilzkopfmachende Design. Der Physik sind natürlich bei der Bauart Grenzen gesetzt. Insofern ist der Vergleich mit einem ECE-Modell
ja, wie sage ich es, etwas unfair. Denn der Bandit macht seine Sache dennoch gut, auch wenn im Vergleich zum ECE Shoei nicht ganz so gut. Ein nicht ganz fairer Vergleich der Shoei JO für 339 € gegen den Bandit Jethelm Premium Line für 109 €. Entscheidend ist hier letztendlich der Geschmack und ob ihr eine ECE-Norm braucht oder nicht. Ich bedanke mich, schaut wieder rein, bis bald, ciao.